Heutzutage spricht man nur noch von bekannten Serienmördern und Verbrechern, deren Geschichten Dutzende erzählen. Aber nur wenige wissen etwas über die weniger bekannten, aber nicht weniger schrecklichen Serienmörder des Russlands. Wie viele Geschichten kennen Sie über Schüler, die schon in jungen Jahren zu brutalen Serienmördern wurden? Sicherlich sind vielen von Ihnen Namen wie Arkadi Neylon bekannt, der in der UdSSR im Alter von 15 Jahren für 2 Morde hingerichtet wurde, oder Wladimir Chesky, der bereits mit 16 Jahren 8 brutale Morde begangen hatte. Und nun ist es an der Zeit, über einen weiteren brutalen Serienmörder zu sprechen, der sich bereits im Alter von 16 Jahren einen Namen in der Kriminalgeschichte gemacht hat, als er zum ersten Mal seine Großmutter misshandelte und tötete. Schaut euch das Video unbedingt bis zum Ende an. Ich verspreche euch, das Ende wird euch sehr überraschen. In letzter Zeit hat YouTube den Kanal stark aus den Empfehlungen entfernt, und ich möchte jeden von Ihnen bitten, das Video jetzt mit »Gefällt mir« zu markieren und einen beliebigen Kommentar zu schreiben, damit wir die Algorithmen von YouTube knacken können. Wenn Ihnen das Video nicht gefällt oder Sie es nicht weiter ansehen möchten, können Sie das »Gefällt mir« jederzeit wieder entfernen. Ich möchte daran erinnern, dass Sie nicht die schreckliche Geschichte bewerten, sondern meine Arbeit an dem Video. Nun aber los. Die Beerdigung eines jungen Mannes, Tränen, Alkohol und dann etwas völlig Wildes, zu dem ein Mensch scheinbar nicht fähig ist. Direkt auf der Totenwache verführt einer der Gäste zunächst die Witwe. Später vergewaltigt er vor ihren Augen die betagte Mutter des Verstorbenen und tötet sie auf grausame Weise. Um die Spuren zu verwischen, zündet der Täter das Haus an, in dem die betrunkenen Gäste schlafen. Das ist kein Drehbuch für einen noch nicht gedrehten Film, sondern das Ende des blutigen Weges eines Mörders, der hinter den Wänden einer Einzimmerwohnung in Tula begann. Wenn der Mörder nicht gestoppt wird jede seiner nächsten Gräueltaten noch schrecklicher sein. Der einmal in Gang gesetzte Prozess des Verlusts der menschlichen Gestalt ist ohne medizinische oder rechtliche Intervention unumkehrbar. So war es auch im Fall eines Serienmörders, der nur an älteren Frauen Gefallen fand. Ein alter, abgetragener Stiefel, der neben einem Denkmal liegt, ein Kopftuch, das an einem Zaun hängt, ein löchriger Regenschirm zwischen Gräbern, all das sind materielle Beweise für eine Reihe grausamer Verbrechen, die in den 90er Jahren in Tula begangen wurden. In keinem anderen Strafverfahren gibt es so viele Fotos von Friedhöfen wie in diesem. Der Mörder fand die meisten seiner Opfer, alte Frauen, auf dem Friedhof zwischen den Gräbern. In der Totenstille zwang er sie zu sexuellen Handlungen und raubte ihnen dann das Leben. Aber fangen wir ganz von vorne an. Jahr 1989 Tula. Eines Tages kam eine Arbeiterin einer Mehlfabrik zur Abendschicht. Normalerweise wurde sie von ihrer Ablöserin empfangen, aber im Gebäude war es still. Als sie in den Nebenraum ging, bot sich ihr ein schrecklicher Anblick. Auf dem Boden lag eine blutüberströmte Leiche. Die Ermittler trafen schnell am Tatort ein. Das Opfer war Valentina Mukina, eine Wiegerin in der Mehlfabrik. Die Frau stand nur noch wenige Wochen vor ihrer Pensionierung. Die erste Frage: Warum wurde die unschuldige Valentina getötet? Dann machten die hinzugezogenen Experten eine schockierende Aussage: Die ältere Frau war vor ihrem Tod misshandelt worden. Den Ermittlern gelang es, den Tathergang zu rekonstruieren. Valentina Mukina befand sich an ihrem Arbeitsplatz, saß wahrscheinlich an ihrem Tisch und wartete auf die nächste Getreidelieferung. In diesem Moment wurde sie von einem Unbekannten angegriffen. Aber jemanden anzugreifen, noch dazu am helllichten Tag und fast vor den Augen der anderen Mitarbeiter, ist sehr riskant. Der erste Verdacht fiel auf jemanden aus dem eigenen Kreis. Die Frage blieb: Wen hatte die ältere Valentina Mukina als Frau angezogen? Die Nachricht von dem brutalen Vorfall lähmte die Arbeit in der Fabrik. Alle Mitarbeiter waren entsetzt, die Vorgesetzten ratlos, und alle stellten sich dieselbe Frage. Das war der Beginn einer schrecklichen Geschichte, die mehrere Jahre andauerte und alle Einwohner der Stadt in Angst und Schrecken versetzte. Ermittler stellten eine Theorie nach der anderen auf. War die Misshandlung der Hauptgrund für den Angriff? Könnte es sein, dass das Monster, um sein Opfer auszurauben, aber angesichts ihrer Hilflosigkeit und Angst die Kontrolle über sich verlor? Allerdings ist eine Mühle wohl kaum ein Ort, an den Kriminelle gezielt kommen würden. Am Abend des Tages, an dem die Leiche gefunden wurde, wurde auch die Tatwaffe gefunden. Es handelte sich um einen Stein. Alle Arbeiter wurden überprüft. Wer war wo zum Zeitpunkt der Tat? Nachdem mehrere Dutzend Personen befragt worden waren, erzählte ein Mann eine interessante Geschichte, die sich ein Jahr zuvor zugetragen hatte. An diesem Tag fiel Valentina Mukina auf,
dass sich einer der Fahrer sehr seltsam verhielt. Er stieg nur mühsam aus der Fahrerkabine aus, als würde ihn etwas behindern. Die Frau schaute in die Fahrerkabine. Auf dem Beifahrersitz lag eine Tasche. Sie konnte nicht hineinschauen, da der Fahrer zurückkam. Valentina schlug Alarm. Der seltsame Mann hatte sie sehr beunruhigt. Als er wegfahren wollte, wurde er von Fabrikarbeitern aufgehalten, die ihn aufforderten, die Tasche zu zeigen. Der Fahrer griff nach einem Wagenheber und schien sich gegen eine Durchsuchung zu wehren. Aber schließlich wurde doch jemand mit der Hand in den Sack gesteckt. Der junge Mann holte eine Henne heraus. Man könnte meinen, warum sollte jemand so etwas tun? Aber ein paar Tage später versuchte derselbe Fahrer, einen Sack Mehl aus der Fabrik zu schmuggeln und wurde dabei erwischt. Valentina verlangte, die Polizei zu rufen, woraufhin der Täter ihr zurief: »Pass auf, dass dir kein Ziegelstein auf den Kopf fällt.« Die Ermittlungen wurden fortgesetzt und es tauchte ein Verdächtiger auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann für den Versuch, einen Sack Mehl zu stehlen, zu 1 Jahr Haft verurteilt worden war und gerade am Tag vor der brutalen Tat aus dem Gefängnis entlassen worden war. Der verdächtige Scherbina wurde gefunden und zur Vernehmung auf die Wache gebracht. Die Ermittler stellten fest, dass der scheinbar eindeutige Täter erst 2 Tage nach dem Überfall auf Mukina aus dem Gefängnis entlassen worden war und daher den Angriff unmöglich begangen haben konnte. Die Ermittlungen dauerten fast 1 Jahr. Es gab keine neuen Hinweise, Beweise oder Zeugen. Die Ermittler gerieten in eine Sackgasse und waren bereit, den Fall wegen Mangels an Beweisen und Verdächtigen zu schließen. Doch nach 11 Monaten nahm der Fall eine unerwartete Wendung. In einem Fluss wurde eine leblose Leiche gefunden. An einem Novembertag im Alter von 45 Jahren war Albina Boldareva auf dem Heimweg von der Arbeit. Die Frau ging immer denselben Weg, über eine Brücke, die sie gut kannte. Aber an diesem Abend änderte sich alles. Schnelle Schritte näherten sich Boldareva, die sich nicht einmal umdrehen konnte, bevor ihr ein Messer in den Rücken gestoßen wurde. Der Mörder hatte alles genau geplant. Die Menschen aus der nahegelegenen Fabrik waren bereits vorbeigegangen, und in den nächsten Stunden würde ihn niemand daran hindern, sein Vorhaben zu Ende zu bringen. Aber er hatte sich in einem Punkt verrechnet, und dank dessen kam die Ermittlung endlich voran. An diesem Abend blieben 2 Arbeiterinnen nach ihrer Schicht noch in der Fabrik. Die Frauen malten eine Wandzeitung für eine wichtige Veranstaltung und gingen später als alle anderen. Als sie die Brücke erreichten, bot sich ihnen ein schrecklicher Anblick. Ein Mann versuchte, eine halbtote Frau zu entkleiden, und als er Geräusche hörte, floh er hastig. Albina Boldareva wurde gefunden. Sie lebte noch. Die beiden Fabrikarbeiterinnen halfen, die Frau aufzurichten, brachten sie zur Straße und hielten ein Auto an. Im Krankenhaus verlor sie das Bewusstsein, und die Ärzte stellten fest, dass der Wahnsinnige sein Opfer missbraucht hatte. Die Vorgehensweise des Täters ähnelte stark dem Fall, der sich vor 1 Jahr ereignet hatte. Die verletzte Boldareva war fast die ganze Nacht bewusstlos, kam aber am Tag wieder zu sich. Polizisten bewachten die Tür, und die Ärzte erlaubten den Ermittlern, mit ihr zu sprechen. Die Frau erzählte den Strafverfolgungsbehörden, dass der Täter sehr jung war, eine Strickmütze bis über die Augen gezogen trug und Gummischuhe mit hochgekrempelten Schaftenden an den Füßen hatte. Es gab nur wenige Details, anhand derer ein Verdächtiger ermittelt werden konnte. Am Tatort wurden keine weiteren Hinweise gefunden, nicht einmal Fußspuren konnten gesichert werden. Es blieb nur eine Möglichkeit, den Peiniger anhand seines Gesichts zu identifizieren. Die Ermittler überprüften alle Personen, die zuvor wegen ähnlicher Delikte verurteilt worden waren, und durchsuchten alle Akten über verdächtige Männer, die in psychiatrischer Behandlung waren. Hunderte von Menschen gerieten unter Verdacht. Es gab viele junge Männer mit Abweichungen. Aber nach einem Tag brachen die letzten Hoffnungen der Ermittler zusammen. Aus dem Krankenhaus kam ein Anruf, in dem mitgeteilt wurde, dass die Patientin verstorben sei. Niemand konnte den Täter identifizieren und die Ermittlungen gerieten erneut ins Stocken. Die Zeit verging. Seit dem letzten Überfall waren bereits mehr als 4 Monate vergangen. Mit der Zeit geriet das schreckliche Ereignis auf der Brücke über den Fluss. Woronka in Vergessenheit, doch ein neues Verbrechen rief die Erinnerung an die beiden grausamen Morde zurück. Am 18. März 1991 ging die 51-jährige Natalja Traniko vom Bahnhof in Richtung ihres Zuhauses. Ihr Weg führte durch den Wald. Alles war ruhig, bis ihr ein junger Mann entgegenkam. Verdächtig. Der junge Mann ging langsam und sah Natalja direkt in die Augen. Die Frau dachte, er wolle ihr die Handtasche entreißen und hielt sie fest, aber der Unbekannte zog ein Messer. Doch alles verlief ganz anders als vom Verbrecher geplant.
Die Frau war flink und schlug zuerst mit ihrer Handtasche zu, sodass ihm das Messer aus der Hand fiel. Der Mörder war von dieser Abwehr so überrascht, dass er wie gelähmt war. Natalia ahnte damals noch nicht, dass sie einen Verbrecher abwehren konnte, vor dem zu diesem Zeitpunkt schon die ganze Stadt Angst hatte. Der Überfall im Wald endete für den Verbrecher mit einem Fiasko. Außerdem beging er einen großen Fehler. Der Mann rannte davon und ließ das Messer zurück, mit dem er sein vorheriges Opfer getötet hatte. Damit hatten die Ermittler ein wichtiges Beweisstück in der Hand. Experten stellten fest, dass das Messer selbst gebaut war. Natalia konnte berichten, dass der Täter einen sehr seltsamen Gang hatte. Der Suchradius wurde kleiner, aber es gab immer noch keine Verdächtigen, und der Mörder selbst dachte nicht daran aufzuhören. Bis zu seinem nächsten Verbrechen legte der brutale Mörder normalerweise lange Pausen ein. Diesmal griff er, offenbar frustriert über sein Scheitern, bereits nach 5 Tagen ein neues Opfer an. Diesmal gelang es dem Opfer nicht, dem Mörder zu entkommen. Die Leiche wurde in der Nähe des Tatorts gefunden. Der Täter hatte sein Opfer von hinten angegriffen, misshandelt und getötet. Die Ermittler waren ratlos. 2 Jahre Suche, und der Mörder war immer noch auf freiem Fuß. Sie beschlossen, sich auf die gefundene Tatwaffe zu konzentrieren. Das Messer war ungewöhnlich gefertigt. Es bestand aus einem Metallstift, der mit Isolierband umwickelt war, und die Klinge selbst war an die Armatur geschweißt. In jenen Jahren gab es Schweißgeräte nur in Betrieben, was den Kreis der Verdächtigen noch weiter einschränkte. Ein paar Tage später gelang es dem Ermittler, eine weitere Frau zu finden, die beinahe das nächste Opfer geworden wäre. Sie ging jedoch nicht sofort zur Polizei, da der Täter sie aufgrund des rechtzeitigen Eintreffens von Passanten nicht angreifen konnte. Der Ermittler versuchte, der Zeugin weitere Details zu entlocken, aber sie konnte sich an nichts erinnern. Allerdings kannte sie eine sehr seltsame Geschichte, die endlich helfen könnte, den seit über 2 Jahren ungeklärten Fall aufzuklären. Und nun nähern wir uns dem Ende. Wenn Sie bis hierher zugeschaut haben, hat meine Arbeit vielleicht Ihr Gefällt mir und ein Abonnement für den Kanal verdient. Die Frau erzählte dem Ermittler, dass es in der 13. Schule einen Schüler gibt, der eine Lehrerin in der Toilette festgehalten hat. Diese Geschichte musste bestätigt werden. Der Ermittler konnte feststellen, dass sich dieser Vorfall tatsächlich ereignet hatte, nur dass er vor der Polizei geheim gehalten worden war. Der Oberstufenschüler hatte spät abends die stellvertretende Schulleiterin in der Toilette der Schule angegriffen und begonnen, ihr die Kleidung vom Leib zu reißen. Plötzlich erkannte sie in dem Angreifer einen ihrer Schüler. Der Junge geriet in Panik und rannte davon. Der Skandal wurde vertuscht, obwohl die ganze Schule von dem Vorfall erfuhr. Der ungewöhnliche Fall weckte das Interesse der Strafverfolgungsbehörden, zumal sie ohnehin schon auf die Spur des Mörders gekommen waren. Parallel zu der seltsamen Geschichte aus der Schule Nummer 13 kamen die Ermittler zum Lokomotivwerk, um sich zu erkundigen, ob dort kürzlich jemand ein Messer hergestellt hatte. Dabei stellte sich heraus, dass vor einigen Monaten ein junger Mann darum gebeten hatte, eine Klinge an eine Armatur zu schweißen, um ein Messer herzustellen. Die Beschreibung des Jungen stimmte mit der des Angreifers überein. Es handelte sich um Sergei Zukanow. Der Ermittler, der zum Seinen kam, fragte einen der Bewohner, ob er den 17-jährigen Sergei Zukanow kenne. Dieser zeigte auf einen neben ihm stehenden Teenager und sagte, das ist er. Niemand konnte glauben, dass der kleine, dünne Teenager, der gerade die Schule abgeschlossen hatte, ein brutaler Wahnsinniger war. Es wurde beschlossen, seine Wohnung zu durchsuchen. Zunächst wurden kleine Hinweise gefunden, eine Strickmütze und Gummistiefel, die das zweite Opfer beschrieben hatte. Aber die Beweise waren indirekt, für eine Anklage reichten sie nicht aus. Das einzige überlebende Opfer, das sich gegen Angreifer gewehrt hatte, traute sich nicht, zur Identifizierung zu gehen. Die Frau sagte, was, wenn ich ihn wiedererkenne und er Freunde hat? Den Strafverfolgungsbehörden gelang es schließlich, das Opfer zu überreden, mitzukommen. Doch im Moment der Identifizierung zeigte die Frau auf niemanden. Aber das Seltsamste kam erst noch. Der Mörder erkannte sein Opfer selbst. Es schien, als sei alles vorbei. Der Verbrecher war gefasst, er würde verurteilt werden. Und man konnte das Video ausschalten. Aber glauben Sie mir, das Schlimmste in dieser Geschichte kommt erst noch. Sergei dachte, dass das Opfer überlebt hatte und er nichts zu befürchten hatte und legte ein Geständnis ab. Aber darüber hinaus wurde Zukanow von Mitarbeitern des Depots, die ihm ein Messer besorgt hatten, und später auch von Arbeitern einer Mehlfabrik identifiziert. Sergei Nikolajewitsch Zukanow
wurde am 22. Juni 1973 in Tula geboren und war das einzige Kind einer problembelasteten Familie. Sein Vater hatte Probleme mit dem Gesetz und war vorbestraft. Tsukanov Junior lebte mit seinen Eltern und seiner Großmutter väterlicherseits in einer Einzimmerwohnung. Die Rentnerin war streng erzogen und kritisierte ihn ständig, wodurch sie Konflikte provozierte, sodass Sergei in einem sozial schwierigen Umfeld aufwuchs. Aus diesem Grund begann Tsukanov bereits als Teenager abweichendes Verhalten und Anzeichen von Frauenfeindlichkeit gegenüber älteren Frauen zu zeigen, die eine kräftige Statur hatten und seiner Großmutter ähnelten. Tsukanov besuchte die Schule Nummer 13. Im Jahr 1988 griff Sergei in der Schultoilette die Lehrerin an und versuchte sie zu missbrauchen. Die Lehrerin erkannte Tsukanov jedoch und er musste fliehen. Der Vorfall wurde vor der Polizei geheim gehalten. Tsukanov wurde jedoch in einer psychiatrischen Klinik registriert und einer forensischen psychiatrischen Untersuchung unterzogen, die ihn für zurechnungsfähig erklärte. Während einer der Untersuchungen gab er an, dass sein Motiv für den Angriff Rache für schlechte Noten gewesen sei. Im Verlauf des Kampfes erregte sie ihn jedoch und er beschloss, sie anzugreifen. Nach der Untersuchung kehrte der zukünftige Mörder in die Schule zurück, wo er bald begann, eine seiner Klassenkameradinnen zu unzüchtigen Handlungen zu verleiten. Als sie ihn zurückwies, zeigte Sergei Anzeichen einer psychischen Störung. Für brutale Übergriffe auf Frauen gab es damals nur eine Strafe. Aber es gab einen Haken. All dies galt nicht für einen Jugendlichen, denn zum Zeitpunkt seiner Verhaftung war Sergei erst 17 Jahre alt, sodass er nur zu 10 Jahren Haft verurteilt werden konnte. Es schien, als sei die Geschichte zu Ende. Der Mörder war gefasst und verurteilt worden. Aber nein, 7 Jahre später, im Jahr 1998, wurde die Stadt erneut erschüttert. Jemand hatte erneut Jagd auf ältere Frauen gemacht, diesmal jedoch auf dem städtischen Friedhof. Rentnerinnen kamen, um die Gräber ihrer Angehörigen zu pflegen, und wurden getötet. Das erste Opfer war 69 Jahre alt, das zweite 72 Jahre alt, das dritte 82 Jahre alt. Die alten Frauen wurden nicht nur getötet, sondern auch misshandelt. Alle Morde wurden mit besonderer Grausamkeit begangen. Alle Ermittler erinnerten sich sofort an den Namen Sergei Tsukanov, da dies seine Handschrift war. Eine Überprüfung ergab, dass der Verurteilte noch seine Strafe verbüßte und daher unmöglich all diese Morde begangen haben konnte. War wirklich ein neuer Serienmörder in der Stadt? Auf Friedhöfen wurden Hinterhalte gelegt. Ermittler, die sich als Besucher und lokale Arbeiter ausgaben, hielten sich ständig in der Nähe auf und suchten nach verdächtigen Männern. All das half nichts. Bald darauf kam es zu einem 4. Mord. Die Großmutter war 86 Jahre alt. Die ganze Stadt war in Panik. Die lokalen Zeitungen schrieben über einen neuen Serienmörder. Rentner hatten Angst, auf die Straße zu gehen, geschweige denn den Friedhof zu besuchen. Die Lage in Tula war sehr angespannt. Die Ermittler mussten erneut Dutzende von Männern festnehmen, sie überprüfen und wieder freilassen, als würde sich die Geschichte wiederholen. Einige Wochen später, während die Ermittler alle möglichen Überprüfungen durchführten, kam ein Anruf. Eine Frau, die Brandgeruch wahrgenommen hatte, ging zu ihrer Nachbarin. Die Tür war nicht verschlossen. Als sie eintrat, bot sich ihr ein Anblick, den sie nie vergessen wird. Die Spiegel im Haus waren verhüllt. Es herrschte völlige Stille. Was in diesem Haus geschehen war, war unmenschlich. Leider kann man so etwas nicht einmal auf YouTube vollständig beschreiben. Auf den Leichen waren Kreuze und Sterne eingeritzt und die Brüste entfernt worden. Das versetzte alle Polizisten in solche Angst, dass viele nach dem Anblick des Tatorts krankgeschrieben wurden. Allmählich fanden die Ermittler heraus, wer an diesem grausamen Verbrechen beteiligt sein könnte, und befragten alle Nachbarn und Bekannten. In dem Fall tauchte ein bereits bekannter Name auf: Tsukanov. Wie konnte das sein? Die Ermittler schickten eine Anfrage und laut den Unterlagen befand er sich in einem Gefängnis, wo er noch mindestens 3 Jahre verbüßen musste. Nun reichten den Strafverfolgungsbehörden die Dokumente nicht mehr aus. Sie fuhren zum Gefängnis, um sich zu vergewissern, dass das grausame Monster hinter Gittern saß. Wie groß war ihre Überraschung, als er dort nicht war. Einer der einfachen Beamten war nachlässig und hatte nicht den genauen Aufenthaltsort von Tsukanov ermittelt, wo genau er sich befand und in welcher Strafkolonie. Wie sich herausstellte, war er wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden. Aber nun stellte sich ein neues Problem. Wo sollte man einen Mörder suchen, der bereits wusste, wie man sich vor Ermittlern versteckt? Das stellte sich als nicht schwer heraus.
Am 29. März 1999 wurde Sergei Tsukanow verhaftet. Nach seiner Verhaftung wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Nach 18 Tagen gestand der Verbrecher schließlich. Zu diesem Zeitpunkt war aufgrund der Ergebnisse der DNA-Untersuchung seine Beteiligung an allen Verbrechen bewiesen. Der Mörder erinnerte sich genau daran, wo und wie er seine Opfer angegriffen hatte, was er bei den Verhören und den rekonstruktiven Maßnahmen gesagt hatte. Außerdem wurde er von Friedhofsmitarbeitern als Mörder eines der Opfer identifiziert. Bei den Verhören gab er an, dass seine psychische Störung das Motiv für alle Verbrechen gewesen sei. Sergei bestand darauf, dass er unter einer gespaltenen Persönlichkeit litt und Probleme mit der Selbstkontrolle hatte. Der Mörder gab seiner Großmutter, die ihn als Kind gescholten hatte, und seinem engen Zimmer, in dem er keine Ruhe finden konnte, die Schuld. Mitte desselben Jahres beantragte Sergei Tsukanows Anwalt bei einer Gerichtsverhandlung eine forensisch-psychiatrische Untersuchung, um seine Zurechnungsfähigkeit festzustellen, die auch genehmigt wurde. Ende desselben Jahres wurde Tsukanow im Serbsky-Institut für Psychiatrie untersucht, wo er in den folgenden 2 Monaten von Spezialisten behandelt wurde. Auf der Grundlage einer Reihe von psychiatrischen Gutachten wurde festgestellt, dass Sergei Tsukanow an einer besonders gefährlichen Form von Schizophrenie leidet, aufgrund derer er zum Zeitpunkt der Tat die gesellschaftliche Gefährlichkeit seiner Handlungen nicht erkennen konnte. Auf dieser Grundlage wurde Sergei Tsukanow am 20. Januar 2000 vom Regionalgericht für unzurechnungsfähig erklärt, von der strafrechtlichen Verantwortung befreit und zu einer Zwangsbehandlung in einer psychiatrischen Klinik mit intensiver Überwachung in der Stadt Orel überwiesen. Es wurde viel darüber gesprochen, dass der Mörder schon beim ersten Mal erschossen werden hätte müssen. Aber zu diesem Zeitpunkt konnte man Jugendlichen eine solche Strafe nicht auferlegen. Es gab nur einen einzigen Fall in der Geschichte mit dem 15-jährigen Arkadi Neilan. Ein Video darüber finden Sie auf meinem Kanal. Sergei Tsukanow lebt und befindet sich in Zwangsbehandlung, die er bis zu seinem Lebensende fortsetzen wird. Er ist jetzt 50 Jahre alt. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.